ist also nicht angesprungen, man hat hinten nur ein kleines Wölkchen gesehen. Aber er ist bei knallvoller Batterie angesprungen und wenn man in den Berg runterrollt. Und das alles deutet darauf hin, dass der Raildruck nicht hoch genug war. Das ist ein Bauteil, da hinten drin ist ein Druckspeicher. Das sieht man nicht, das ist sehr weit unten. Ein Druckspeicher für einen Diesel. Um dem Ding auf die Spur zu kommen, habe ich erstmal natürlich hier einen Schlauch abgezogen. Vom Dieselfilter, dann sieht man, ob die Förderpumpe aus dem Tank kommt. Die liefert den Diesel an die Hochdruckpumpe. Das ist da hinten so ein ganz großes Bauteil am Zahnriemen dran. Was macht die? Die pumpt es dann in diesen Rail, in dieses Speicherbauteil. Das ist eine kleine Röhre, die mit allen Zylindern verbunden ist. Und da wird es dann eingespritzt. Okay. Um herauszufinden, woran es liegt, habe ich als allererstes den Rail-Drucksensor abgezogen. Dann kriegt der Motor aus dem Steuergerät die Werte. Dann ist man jedenfalls sicher, dass der nicht schuld ist. Wenn er jetzt anspringt beim Abziehen, weiß man, dass der in Ordnung ist, der Sensor. Das zweite ist, es gibt eine Regeleinheit, also ein Steuerventil. Das ist mit an der Hochdruckpumpe dran. Moment, muss ich mal suchen. Jetzt habe ich hier meine alte Hochdruckpumpe, eine ausgebaute, damit man es besser sieht. Das hier ist diese Zumesseinheit. Die entscheidet, ob der Druck abgelassen wird von der Rail oder ob er drin bleiben soll, was die Pumpe erzeugt. Den kann man rausschrauben mit zwei Torx 30 Schrauben. Schwer zugänglich, sind Messingschrauben. Also manchmal muss man da wirklich harte Methoden anwenden. Mit einem Schraubenzieher aufprügeln, weil sie schnell kaputt gehen, die Schrauben. Und drunter ist dieses Hochdruckventil. Das ist eine Zumesseinheit, die hat ein paar Dichtungen. Die sind jetzt hier weg. Kann man aber neu kaufen. Das sind so. Da ist eine kleine grüne, die kommt außen hin und drunter ein Distanzring. Der hat einen kleinen Schlitz, da bringt man den drüber. Das ist in Ordnung, wenn der einen Schlitz hat. Und die neueren haben oben drauf noch einen kleinen Filter. Lasst euch nicht ärgern, er passt rein in die Pumpe. Das Loch ist tief genug. Die neueren passen da rein, weil die alten ohne Filter gibt es nicht mehr. Okay, das war aber auch nicht schuld. Das war nicht der Fehler. Wie kriegt man jetzt raus, wo der Druck verloren geht? Ich habe mir ein Werkzeug gebaut aus einem Kleiderbügel. Das sind so Aquariumschläuche mit 6 mm, die passen nämlich genau in den Rücklauf rein. Und ein paar Töpfchen vom Teddy mit Luftloch. Und da kann man den Rücklaufschlauch abziehen, das rausziehen, den Schlauch jeweils da anstecken, das da in eine Bierflasche rein oder größere Flasche rein. Und dann kann man nämlich feststellen, ob der schuld ist, indem er einfach den Dieseldruck ablässt in den Rücklauf. Gut. Und das haben wir ausprobiert. Und siehe da, einer war kaputt. Und er hat so eindeutig viel durchgelassen, dass das kein Wunder ist, wenn er auf der Rail nur 20 Bar oder was waren. Statt der, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 280 Bar oder was sollte es haben, bevor das Hochdruckventil ablässt. Gut, habe ich wechseln lassen, das habe ich mir nicht angetan hier. Und den muss man auch noch ins Steuergerät eintragen, damit er wieder die richtige Menge hat. Und jetzt läuft er wieder wie am ersten Tag. Rücklauf wieder rein, Deckel drauf. Das war die richtig schnelle Zusammenfassung.
Okay, fertig. Bis zum nächsten Mal.